caused. The incident came as around 3,000 protesters marched past the American embassy in Athens. Earlier, shots were fired at a branch of an American Express in Athens by 2 gunmen on a motorbike. Gästehaus nennen die Türken stolz ihr Flüchtlingslager nahe der bulgarischen Grenze. Über 4.000 Kosovo-Albaner leben hier. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Seit 1992 gibt es diese Unterkünfte schon. Damals dienten sie den bosnischen Flüchtlingen als Bleibe. Die meisten kamen schon Anfang April mit dem Flugzeug aus Mazedonien, einige unfreiwillig. Wie Agon, ein Wirtschaftsstudent aus Pristina. Serbische Einheiten mit schwarzen Masken vor dem Gesicht zwangen ihn und seine Freunde, ihre Wohnungen zu verlassen und bedrohten sie mit dem Tod, erzählt er. Nach tagelangem Marsch der nächste Schock. Als wir die Grenze zu Mazedonien passiert hatten, brachte uns die Polizei zum Flughafen. Wir hatten keine Ahnung, wohin es gehen würde. Irgendein Journalist sagte uns, wir würden in die Türkei gebracht. Wir waren total überrumpelt, denn wir wollten doch auf unsere Familien warten. Das größte Problem für sie ist die Ungewissheit, was aus ihren Verwandten geworden ist. Ins Kosovo gibt es seit über einem Monat keine telefonische Verbindung mehr. So versuchen sie wenigstens, den Angehörigen im übrigen Ausland ein Lebenszeichen zu geben. Die türkische Bevölkerung tut alles, um den Flüchtlingen das Eingewöhnen im Lager zu erleichtern. Friseure rasieren und schneiden umsonst, jeden Sonntag. Sie fühlen sich den muslimischen Kosovo-Albanern verbunden. Jeden Tag bringen Lastwagen Hilfsgüter aus dem ganzen Land. Nahrungsmittel stapeln sich im Lager, gespendet von türkischen Unternehmern. Politiker verschenken Farbfernseher, schade nur, dass es keinen Antennenanschluss gibt. Eine nationale Euphorie macht sich breit. Einige 100 Kosovo-Albaner wurden sogar von türkischen Familien aufgenommen. Er und seine Freunde waren auf Pilgerfahrt in Mekka, als der Krieg ausbrach. Statt nach Prizren im Kosovo reisten sie in die Türkei, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Die Tickets spendierte die saudische Regierung. Hier lernten sie ein türkisches Ehepaar kennen, das sie seitdem jeden Sonntag besucht. Das sind unsere Leute aus dem früheren Osmanischen Reich. Auch meine Frau ist aus dem Kosovo. Überall auf dem Balkan leben noch viele Muslime, in Rumänien und auch in Bulgarien. Trotz türkischer Gastfreundschaft, fast alle wollen wieder zurück in ihre Heimat. Und auch die türkischen Behörden wollen keine dauerhafte Aufnahme. Denn damit würden sie ja die serbische Vertreibungspolitik unterstützen. 20 Uhr. Wenn Sie Strom haben, dürfen Sie jeden Abend fernsehen. Die 11-jährige Sonja und ihr Bruder Vuk. Mit großem Interesse verfolgen sie die Nachrichten im serbischen Fernsehen. Ins Bett müssen sie auch nicht, denn die Eltern wissen, jeden Moment gibt es Bombenalarm. Eine halbe Stunde später dann die Sirene. Wieder Bombenalarm, wie in den 42 Nächten zuvor. Hastig wird warme Kleidung übergezogen, Vuk greift sich seine Jacke und etwas zu lesen. Die Nacht im kalten Bunker wird lang. Der Bunker befindet sich im Keller des Hauses, in dem etwa 20 Familien leben. Inzwischen haben sich die Menschen hier auf die nächtlichen Bombenangriffe eingerichtet. Der Bunker ist gerade einmal 15 Quadratmeter groß, vollgestellt mit Schlafmöglichkeiten für die Kinder. Der Stress für die Kleinen ist enorm. Ihre Gesichter sind gezeichnet von der nächtlichen Angst. Das Leid findet im Stillen statt. Sonja versucht, sich zurechtzufinden, mit der Bedrohung fertig zu werden. Seit der Bombardierung schreibt sie ein Kriegstagebuch. Schon wieder muss ich in diesem ekligen, stinkenden Keller die Nacht verbringen. Auch an diesem Abend gab es wieder Bombenalarm. Wie schön war es heute Nachmittag im Park. Ich konnte mit meinen Freunden Rollschuh fahren. Doch gegen gute Miene zum bösen Spiel. Eine israelische Selbsthilfegruppe ist in das Lager Stenkovac vor den Toren der mazedonischen Hauptstadt Skopje gekommen. Ihr Motto ist bestechend einfach: jedem Kind das Lachen zurückgeben. Für einen Nachmittag funktioniert das, die Kinder sind begeistert.
Nur herumhüpfen, albern, ein großer Spaß für ein paar Stunden. Schon morgen ziehen die Israelis weiter. In einigen Lagern haben die Kinder mittlerweile genug Spielzeug. Vordergründig wirken sie auch fröhlich. Sie haben sich erholt von den Strapazen der Flucht. Was sie dabei gesehen haben, kann man bei den Zeichnungen der Kleinsten erahnen. Panzer rollen über die Straßen, Tote und Verletzte liegen am Straßenrand. Das Symbol für die Freiheit ist Kosovo, der Vogel, angegriffen von Panzern. Die Kinder bleiben mit diesen Eindrücken allein. Eine professionelle Betreuung gibt es kaum. Die Sonne lacht über Belgrad. Es ist frühsommerlich warm. Auf allen Plätzen und Straßen findet man spielende Kinder. Schon am Vormittag. Denn Sonja und ihre Freunde haben seit der Bombenangriffe keine Schule mehr. Ferien jetzt schon, das wäre schön. Doch die Kinder wissen genau, warum sie hier herumlaufen. Sie würden lieber zur Schule gehen. Damit die Kinder nicht seit Wochen nur auf der Straße herumlungern, bietet eine Initiative der Stadt und der Belgrader Theater speziell für sie Konzerte und Vorstellungen an. Hier sollen sie die Bunkernächte mit Tanz, Gesang und Theaterspiel vergessen. Doch man kann die Kinder nur ablenken. Wirklich vergessen können sie nicht. Der Krieg ist präsent und in den Köpfen der Kleinen. Im Chaos. Während in Belgrad die Schule ausfällt, hier im Lager Stenkovac in Mazedonien der Versuch, den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität zurückzugeben. Provisorischer Unterricht für fast 1000 Schüler. Die Lehrer sind alle selbst aus dem Kosovo geflohen. Mirsad Fitau ist seit über 4 Wochen in dem Lager. Der 14-Jährige und seine Eltern irrten tagelang durch das Kosovo. Der Junge sah schreckliche Dinge. Stockend erzählt er, wie kurz vor dem Bahnhof Libyan der Zug anhielt und an den Gleisen ein Toter lag. Seine Beine waren abgetrennt und die Augen ausgestochen. Ich konnte nur die Haare und den Mund erkennen, der ganze Körper war mit Blut bedeckt. In seinen Albträumen sieht Mirsad immer wieder das Haus seiner Eltern abbrennen. In der Familie wird viel über die Flucht und die dramatischen Ereignisse gesprochen. Er selbst versucht sich mit Sport, mit Fußballspielen abzulenken. Ich beschäftige mich so gut es geht. Die Schule ist für mich der beste Weg, meine schrecklichen Erinnerungen zu vergessen. Das sind die Bilder des Krieges, die seit 6 Wochen für die Kinder in Jugoslawien grausame Wirklichkeit sind. Sie bestimmen ihr Leben, ihr Gefühl und ihr Denken. Der Schaden, den diese Kinder nehmen, ist äußerlich nicht sichtbar. Sie leiden nicht am Hunger, sie haben keinen Durst, sie müssen nicht frieren. Und dennoch, auch bei ihnen richten die NATO-Bomben verheerende Schäden an. Seit einigen Tagen erst bietet deshalb eine Belgrader Initiative für Kinder ihre Hilfe an. Hier arbeiten Künstler und Psychologen nach einem neuen Konzept zusammen. Die Idee ist, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die furchtbare Realität mit besonderen Spielen überwinden zu helfen. Das erfolgreichste Spielkonzept heißt Fernsehnachrichten. Hier stellen sie in fiktiven Szenen ihren Erlebnisalltag dar und können so auch verdrängte Eindrücke bewältigen. Der Bleistift ist das Mikrofon. Und Lana reportiert für die lieben Zuschauer, dass der Krieg aufhören soll und sie wieder Strom und Wasser haben will. Und Reporterin Jovana wünscht einen Stopp der NATO-Bomben sofort und dass Clinton tot sei und alles wieder gut wird wie früher. Die Schule für Stories. More protests in China over the bombing of its embassy in Belgrade. Beijing suspends contacts with the US on a range of key issues. Yugoslavia goes to the International Court of Justice in The Hague to begin legal action against the NATO countries. And China's President Jiang Zemin has condemned what he calls NATO's gunboat policy after the bombing of the Chinese embassy in Belgrade. The official Chinese news agency says he spoke on the telephone to the Russian President Boris Yeltsin. He told Mr. Yeltsin that NATO should bear all responsibility for what might follow. China has suspended high-level contacts with the United States in a number of key areas. Russia's special envoy to the Balkans, Viktor Chernomyrdin, has flown to Beijing for talks on the crisis. Protests continue for a 3rd day in China over the bombing. President Clinton sent a message of regret to Beijing. He said the attack was an unfortunate mistake. US officials said Mr. Clinton also stressed the importance of guaranteeing the safety of US diplomatic staff. China says talks with the US on human rights, arms control and international security have been postponed.
In The Hague, the International Court of Justice is hearing Yugoslavia's case against NATO. Lawyers for Belgrade will argue that the airstrikes are a violation of the UN Charter. And in the latest overnight NATO attacks, Yugoslavia's third city, Niš, was bombed, but Belgrade was left untouched. Another day of protests, another day of anger. Crowds marched past the British and American embassies, still the focus for public bitterness about the NATO action. Embassy buildings show the scars of 2 days of violent attack, with many staff still inside. Riot police are now being deployed in increasing numbers. Many seem reluctant to intervene. The Chinese authorities have promised to protect legal protests. On Monday, the leadership announced the suspension of high-level military ties with the United States. NATO apologies have barely been reported by the Chinese media. It's dominated instead by passionate coverage of the Chinese dead. The latest pictures show grieving relatives who've just arrived in Belgrade. Many people here see the attack as a deliberate act, demanding a passionate and patriotic response. Jill McGivering, BBC News, Beijing. Well, days before the scheduled completion date of the first phase of Camp Hope, and it's still very much a building site. It's due to take 2,500 Kosovar Albanian refugees later this week, and eventually it'll be one of the biggest camps in the country, with accommodation for 20,000. It's being built by the American military in the south of Albania. They say they'll make the deadline, but there have been setbacks. One primary example is getting equipment into the country. They've experienced some delays across the borders. Like our food kitchen that has recently arrived, it took 4 days for it to get there because it was held up on the Greece border. The campsite is close to the town of Fia. In true transatlantic style, it already has an unofficial slogan. It reads, just outside a town called Fia, there is a camp called Hope. Though perhaps more appropriately it should be called Problem, because the military who are building it, the aid organizations that will run it, have different ideas of what is needed. Basic things in a site assessment are water, soil and surrounding things, and security issues. And we have a different view onto these issues than Army has. For instance, this is mafia area, and the Army was not aware of that. That is putting pressure on us. The water source is 13 kilometers out of this area, which makes us very vulnerable. If people cut the pipeline, we have no water in the camp. And Army is using water bottles, but we have to have long-term solutions. This is some very different thinking about that. And what the Army thought is the drainage system is an irrigation system. That means we will have a problem with very wet ground here. So we are working on this. There are solutions, but we'll see how fast we are with that. The US Army has hit back, saying everything at Camp Hope was agreed with the aid organizations involved before construction began. And in any case, it says development will continue as the site grows. But even when the camps are completed, the problems may still not be over. There is a reluctance amongst Albanian refugees in the north of the country and in Macedonia to move from the camps already set up there. They feel that if they move south, then they will jeopardize their re-entry to Kosovo when and if they are allowed to go back. David Bowden, Sky News, Camp Hope in southern Albania. And Sky News will have live coverage. Hauptstadt nicht ganz fertig. Doch schon haben mehrere hundert Flüchtlinge dort Schutz gesucht. Dänische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bemühen sich, das Lager fertigzustellen, bevor noch mehr Vertriebene hineinströmen. Insgesamt sollen bis zu 6.000 Menschen dort unterkommen. Da das Lager eigentlich noch nicht geöffnet ist, fehlt es an allen Ecken und Enden. Wir haben nicht genug zu essen, es gibt keine sanitären Anlagen, weder Duschen noch einen Platz, um unsere Kleidung zu waschen. Auch keine Elektrizität, einfach gar nichts. Die Vertriebenen behelfen sich, indem sie sich in einem angrenzenden Bach notdürftig säubern. Für ihre persönlichen Bedürfnisse müssen sie mehr Geduld aufbringen. Hilfe ganz anderer Art erhielten die Gebeutelten von jungen Leuten aus Tirana. Eine italienische Sportorganisation sponserte ein Benefizwettrennen zugunsten der Kosovo-Albaner. Daneben stifteten sie auch Sportausrüstungen für die Flüchtlingslager in der Umgebung. Rund 500 Jugendliche rannten begeistert mit.
Ich lief im Namen unserer Brüder und Schwestern aus dem Kosovo, die die Serben hierher gezwungen haben. Ich möchte meine Hoffnung ausdrücken, dass sie bald in ihre Heimat zurückkehren können. Beim Sport muss es eben nicht immer nur ums Gewinnen gehen. Gab es sehr viele Schüsse. Bis wir uns hinter den Bäumen und Felsen verstecken konnten, hatte das Unglück unsere Kinder von uns weggenommen. Mein Sohn hatte nicht weit entfernt von mir gesessen. Wir haben uns zwar auf den Boden geschmissen, aber die Schüsse haben uns trotzdem getroffen. Also ich kann gerne mal die Ohren kontrollieren und so, ob es daran liegt. Nur ich fürchte, dass er einfach durch das, was er gesehen hat, dass da so viel in seinem Kopf ist. Und das Einzige, was da helfen kann, sind wirklich, dass sie sehr lieb zu ihm sind und sich viel... Wie viele Kinder steht dieser Junge unter Schock. Die Mütter haben dadurch kaum eine Chance, ihre eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. Je nachdem, wann die Frauen hier ankommen, sind sie entweder doch noch sehr durch die Flucht beeindruckt und sehr niedergeschlagen, zum Teil auch verängstigt. Wenn dann aber einige Tage vergangen sind, tritt auch mehr die Sorge für die Familie in den Vordergrund und dann geht es sehr um Pampers und um andere Sachen. Und da würde doch jede Mutter sich mehr um ihre Kinder und um das Umfeld sorgen, als sich dann da noch sehr zu vergraben. Da zählt dann das Jetzt und auch das Überleben. Demands revenge. This morning, a brief chance to clean up and restore damaged pride. The protesters soon back on the streets, their cry, "Down with NATO." The violence seems more subdued, but the mood is still threatening. The riot police are out in force, for now at least, watching on the sidelines. The sense of patriotic outrage is reaching all corners of Chinese society, even the most spiritual. On this third day of demonstrations, passions are still intense. A commentary today in the state media describes the bombing as an open provocation of the Chinese people. Many here refuse to accept the attack was a mistake. Chinese state television speaks of little else. This bulletin today focused on the desperate grief of relatives of the dead as they make a sad pilgrimage to Belgrade. Their loss is already fueling the politics. Chinese leaders have now suspended military ties with the United States. Angry senior officials have demanded an investigation and a full official apology from those responsible. The outpouring of anti-foreign feeling is at a level not seen in China for decades. In the face of such fervour, healing the diplomatic wounds is starting to seem an impossible task. Jill McGivering, BBC News, Beijing. As Jill said, China have already expressed our apology and our condolences to President Zhang and to the Chinese people. And I have reaffirmed my commitment to strengthen our relationship with China. But I think it's very important to remember that this was an isolated, tragic event. While the ethnic cleansing of Kosovo, which has led to the killing of thousands of people and the relocation of hundreds of thousands, is a deliberate and systematic crime. Until NATO's simple conditions are met, therefore, the military campaign will continue. But again, I want to say to the Chinese people and to the leaders of China, I apologize, I regret this, but I think it is very important to draw a clear distinction between a tragic mistake and a deliberate act of ethnic cleansing. And the United States will continue to make that distinction. President Clinton apologizing for NATO's bombing of the Chinese embassy in Belgrade. And joining Forze serbe dal Kosovo. Il documento emesso dal gabinetto militare del presidente Milošević è stato diffuso oggi in un notiziario della TV governativa Politica. Il ritiro delle forze armate e di polizia, si legge nel testo, è iniziato ieri sera alle 22, essendo terminate le operazioni contro l'UCK. E Slobodan Milošević è pronto a negoziare sulla base delle proposte emerse dal G8.
Lo ha riferito l'ex inviato dell'ONU a Belgrado, Akashi, dopo un incontro con il presidente jugoslavo. Milošević potrebbe accettare nel Kosovo una forza di sicurezza gestita dall'ONU purché non dotata di armi pesanti, e la NATO cerca di ricucire lo strappo con la Cina dopo il bombardamento dell'ambasciata a Belgrado e risponde alla richiesta di scuse ufficiali avanzata da Pechino. Il compito è affidato al cancelliere tedesco Schröder, che nei prossimi giorni sarà in Cina. In serata Schröder incontrerà il segretario dell'Alleanza Solana per mettere a punto la missione. Dopo una notte tranquilla, Belgrado è di nuovo in allarme. 2 potenti esplosioni sono state udite poco prima delle 15 alla periferia della capitale. Una radio locale ha riferito che gli aerei della NATO avrebbero attaccato l'aeroporto di Batajnica e il sobborgo industriale di Rakovica. Bombardamenti sono stati segnalati anche in Vojvodina e in Montenegro. Per ora intanto gli ultimi preparativi nell'aeroporto di Kukës. Oggi ci dovrebbe essere un altro volo di collaudo e la torre di controllo verrà montata al più presto. Ci sarà anche da Kukës un ponte aereo per trasferire i profughi. Certo è che la strada per Tirana è dissestata e i nostri militari del genio stanno lavorando per migliorarla. Il piano Lumaca prevede il trasferimento di 25.000 rifugiati da quest'area considerata pericolosa perché a tiro dell'artiglieria serba. A suo giudizio, Kukës può diventare un avamposto di guerra? Non lo so, io questo non lo so, quindi non mi sento di rispondere. Per il momento non lo è e mi auguro che non lo diventi, anche perché la presenza di 120.000 profughi sicuramente non consente un'eventuale trasformazione di quest'area in un'area di guerra. Oggi il confine di Morini era tranquillo, ma ieri sono arrivate circa 8.000 persone. Ogni giorno si riesce a far uscire da Kukës al massimo 5.000 rifugiati. Salendo sulla montagna sopra Morini ci rendiamo conto che i serbi non abbandonano alcuna postazione. Questa caserma è stata distrutta dalla NATO, ma i militari si sono trasferiti in un campo vicino, in tende mimetizzate. I soldati albanesi pattugliano il confine, ma questo non serve ad evitare sconfinamenti e bombardamenti. Giornata fiacca sui mercati. Pochi problemi ai profughi che vivono nelle tendopoli e nelle strutture naturalmente allestite dalle organizzazioni umanitarie. Nel fine settimana hanno passato la frontiera, pensate, 30.000 kosovari. In Macedonia le frontiere invece sono ancora chiuse e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati parla di 4.900 profughi che aspettano di passare il confine a Blace. La TV albanese inoltre ci ha raccontato, abbiamo ascoltato oggi un'altra barbarie. La fonte, l'agenzia dell'UCK, l'esercito di liberazione kosovaro. A Mališeva, nel sud, sarebbero stati trovati 25 corpi bruciati, carbonizzati, e tra questi purtroppo ci sarebbero dei bambini, ancora una volta dei bambini. Continuano dunque le atrocità nel Kosovo, ma continua anche il lavoro delle organizzazioni umanitarie e dei volontari. Insieme ai colleghi Baiocchini e Socciarelli siamo andati a Durazzo, nell'ospedale militare italiano che, pensate, ha in un mese visitato 1.500 bambini, oltre a tutti gli adulti. E in questo ospedale militare abbiamo conosciuto un altro piccolo kosovaro, un bimbo di appena 6 mesi. Prego la regia di Gabriele Tanferna di mandare in onda il servizio. Lo vedete questo piccolo bimbo kosovaro? Si chiama Smail, ha 6 mesi e purtroppo è affetto da una cardiopatia congenita e ha una brutta malformazione all'addome. Questo bimbo ha dovuto passare tutto quello che hanno passato i kosovari in fuga dalla loro terra e raggiungere l'ospedale di Durazzo, l'ospedale militare italiano di Durazzo. Qui con noi c'è la mamma, alla quale adesso ridiamo il suo piccoletto, che sta dormendo piano piano, e raccontiamo piano piano. Lui continua a dormire tranquillo. Quando si è accorta che aveva questa malformazione? Una volta nato, appena che è nato.
E cosa ha dovuto fare? Ciao buona. L'abbiamo portato immediatamente all'ospedale. E gli hanno detto? Ciao stanno, sì? Ci hanno portati a Peja, e lì ci hanno messi lì all'ospedale di Peja, e poi a Pristina. Lì l'hanno ricoverato e poi io mi sono ritornato a casa senza il bambino stava all'ospedale di Pristina. Quanto tempo è stata senza il bambino? 2 mesi sono stato a casa senza vedere il bambino. E le avevano detto che cosa aveva? E ce lo stanno ospitali, se c'è chi se, c'è mai. L'hanno detto i medici lì a Pristina che senza dubbio che si deve operare questo bambino. E come mai non è stato operato da loro? Poi dopo che io sono stato lì diverse volte ad interessarmi, mi hanno chiesto dei soldi per farlo operare. Dei soldi. E quanti soldi le hanno chiesto? 1000 marchi. 1000 marchi. All'ospedale di Pristina? Sì, di Pristina. E loro non potevano permettersi l'operazione? No. Perché che cosa fanno? Che lavoro fanno? Lei è casalinga. E il marito? Anche il marito e i lavori della campagna. E poi è venuta questa tragedia kosovara, la fuga dal loro paese. E poi quando l'abbiamo preso dall'ospedale, siccome senza essere fatto l'operazione, dopo una settimana è cominciata la guerra. Poi totalmente siamo stati 1 mese sulle montagne, fino a che siamo arrivati alla confine dell'Albania. Con un bimbo di 5 mesi, come hanno fatto a vivere? Noi gli adulti quasi non abbiamo mangiato quasi niente, e poi tutto quel che avevamo... Roberta, noi siamo costretti a cambiare rapidamente fronte. Andiamo adesso a Kukës, dove c'è il nostro Stefano Maria Bianchi, e vorrei sentire innanzitutto da lui se è d'accordo, se i rifugiati del Kosovo hanno saputo e credono a questo ritiro serbo annunciato unilateralmente da Belgrado. A te Stefano. Michele, qui anche il tempo si mette a fare cattivi scherzi, gioca a dadi la vita di queste persone, e nessuna di queste persone sa niente però di quello che arriva da Belgrado, da Roma e da Washington. Nessuno sa niente.